Wenn du Rückenschmerzen hast und schnelle Hilfe möchtest, dann bist du hier genau richtig. Ich habe Eddie dabei. Eddie hat zwar keine Rückenschmerzen, aber Eddie zeigt dir die Übung und ich erkläre dir aber erstmal, wie unsere Auffassung nach Rückenschmerzen entstehen. Weil Eddie könnte auch Rückenschmerzen haben, weil Eddie Computerarbeit sitzt auch ganz viel. Aber schau, kurz erklärt, im Sitzen sind beide Beine so. Und da gibt es einen wichtigen Muskel, den Hüftbeuger, der geht von hier über die Leiste. Ein Teil geht ins Becken rein, ans Darmbein, der andere Teil an die Lendenwirbelsäule. Und wenn wir dauernd sitzen, dann denkt sich der Körper, oh, dieser Muskel, der kann ja so kurz sein. Und dann stellt er die Spannung so ein, die Faszien verändern sich, das alles weiß man aus der Faszienforschung. Und wenn man sich dann wieder hinstellt, dann zieht eine Kraft nach vorne, weil dieser Muskel tendenziell verkürzter ist, nicht mehr so nachgeben möchte. Und dann müssen die Rückenstrecker und die Gesäßmuskulatur, die muss gegenziehen, damit man gerade bleibt. Das kannst du dir vorstellen, wenn hier was zieht und da was gegenzieht, dann zieht die Bandscheiben zusammen. Und diese ganzen Signale gehen ins Gehirn und das Gehirn berechnet, oh, da ist die Bandscheibe zu sehr belastet. Und dann vermuten wir, das muss alles noch durch Studien belegt werden, aber wir vermuten, dass dann das Gehirn einen Alarmschmerz schickt und der soll letztendlich die Bandscheiben schützen. 2 Übungen, die das Problem an der Ursache unserer Auffassung nach lösen können. Nämlich das erste, wenn wir sitzen, geh mal in so eine Sitzstellung, Eddie, dann ist ja hier der Winkel so. Wenn du gerade bist, ist der Winkel neutral. Und was müssen wir da machen, um das Sitzen auszugleichen? Wir müssen in die Gegenrichtung, nämlich nach hinten. Achtung, Eddie, nimm beide Hände ans untere Gesäß, zieh den Bauchnabel ein und schieb die Leisten nach vorne. Ja, schieb immer weiter nach vorne und komm immer weiter zurück. Und erzähl mal den anderen, was du fühlst. Ich fühle mal hier ein Ziehen da vorne. Ein Ziehen vorne? Ja. Am Bauch oder Leiste? Wo zieht es? In die Leiste. Leiste zieht's. Ja. Das ist typisch für den Hüftbeuger. Genau der Muskel, den ich gerade erklärt habe, den spürt man nämlich in der Leiste, weil er durch die Leiste läuft. Ja? Zieht es vielleicht auch in den Rücken rein? Nee. Geh mal weiter nach hinten. Immer weiter. Jawohl, immer weiter. Jetzt. Jetzt zieht es in den Rücken rein. Jetzt zieht es in den Rücken rein. Jetzt ist der Muskelanteil zu spüren, unserer Erfahrung nach, wo ich vorhin erklärt habe, dass der an die Lendenwirbelsäule geht. Ja. Und jetzt sind wir, so sehen wir das, an der Ursache des ganzen Übels. Immer schön nach hinten gehen. Okay. Und jetzt bleibst du so nach hoch drin. 1 Minute haben wir schon rum. Wir brauchen aber 2 Minuten. Die Okay. 2 minutes, ja. Be 2 a minutes. man, be a strong man. 2 Ich probiere Minuten. mal, ich gebe alles. Immer weiter nach hinten gehen. Jawohl. Und damit ziehen wir jetzt einfach das lang, was zu kurz ist. Vereinfachtes Bild, nicht wissenschaftliche Ebene. Ja? Einfach für dich zum Nachvollziehen. Das, was zu kurz ist, was Probleme macht, wird lang gezogen und damit werden die Probleme immer mehr abtrainiert. Was man sich antrainiert durch Sitzen, kann man durch diese Übung wieder abtrainieren. Ja? So einfach sehen wir Schmerztherapie. Oh. Ja. Und in den meisten Fällen kann das helfen. Jetzt haben wir 1,43. Ja, musst noch 15 Sekunden jetzt durchhalten. Geht aber, ne? Man gewöhnt Ja, das sich dran. geht. Wird Ja, immer das leichter. Ja. Ja, und du siehst vielleicht auch, Eddie überstreckt immer weiter. Am Anfang war es viel, viel weniger. Ja, das und das ist das, was die Muskeln schon nachgeben. Jetzt kommst du langsam wieder hoch. Übung Nummer 1. Jetzt hatte ich erklärt, dass hinten alles gegenspannen muss. Und das macht die Übung Nummer 2. Die bleibt genauso stehen, Füße parallel. Ja, vielleicht, guck mal, nicht so, sondern ein bisschen mehr so. Ah, ich bin. Okay. Und jetzt lass dich einfach mal nach vorne. Ja? Streck die Knie durch und leg die Hände auf die Oberschenkel und lass dich immer weiter nach vorne runter. Kannst ruhig ein bisschen noch hier runterrutschen mit den Händen, auch immer mehr. Jetzt zieht es hier hinten wahrscheinlich, gell? Zieht es auch in der Kniekehle? Ja, hier. Dann beug mal ein ganz bisschen die Kniekehle, damit du hier oben weiter runtergehen kannst. Sonst würde nämlich der Kniekehlenschmerz diese Dehnung hier begrenzen. Der Kniekehlenschmerz, der hat eher was mit Kniebeschwerden zu tun.
und Überlastungen hier unten rund ums Knie. Und deswegen nehmen wir jetzt die Spannung da raus und hier passiert jetzt mehr. Und wir haben schon eine halbe Minute um, Eddie. Und die nächsten 1,5 Minuten lässt du dich immer weiter runter. Jawohl. Jetzt dehnst hier wahrscheinlich, gell? Den hier in den linken Knie. Den linken Das sieht. Knie auch. Dann beugst du noch ein bisschen mehr. Ja, dass das Knie praktisch draußen ist aus der Dehnung. Jawohl, immer weiter nach unten gehen. Und jetzt dehnen wir hier hinten diese Verspannungen raus, die letztendlich reaktive Verspannungen gegen die Verkürzung von vorne sind. So ist unser Modell. Ja? Aber wir sind dabei, wir haben eine wissenschaftliche Abteilung inzwischen gegründet und wir sind dabei, das alles auch wissenschaftlich zu erforschen. Aber seit 30 Jahren hält dieses Modell der Realität, die wir bei den Patienten erleben, stand. Und insofern kann man es als Arbeitshypothese benutzen. Man kann das gut erklären den Patienten, dir zu Hause am Bildschirm, als Betroffenen auch, dass man nachvollziehen kann, was da im Körper passiert. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden, Eddie. Okay. Und dann kommst du langsam wieder hoch. 4, 3, 2, 1. Jetzt sind die 2 Minuten um. Jetzt machen wir ein bisschen Hüftschwung. Fühl mal rein. Auch wenn du keine Rückenschmerzen hattest. Ja, aber ich merke das. Besonders mit älteren Menschen, die laufen wie die sitzen. So, Gut, was Eddie sagt. Sag's nochmal, Eddie, ob es auch, damit man es richtig versteht. Dass die älteren Menschen, Die älteren Menschen, ja? ja, die laufen wie die sitzen. Die sind wie Ja, die, das sage ich immer am Rollator beispielsweise. Ja. Diese armen Menschen, die sind dann irgendwann so verkürzt vorne, dass die hinteren Muskeln das gar nicht mehr auffangen können. Und bitte, wenn du jemanden kennst, vielleicht eine Verwandtschaft, ja, oder in der Familie sogar, am Rollator, wie laufen die Menschen am Rollator? Genau das, was Eddie sagt. Nämlich so, mit ganz kleinen Tippelschritten. Ja, weil alles hier vorne immer kürzer geworden ist, die ganze Umgebung hier gegenspannt und alles immer steifer wird. Und das ist dann das Endresultat. Und das ist letztendlich antrainiert durch das Sitzen und durch andere einseitigen Positionen. Und was man sich da antrainieren kann, davon sind wir total überzeugt, kann man auch wieder abtrainieren. Und so funktioniert letztendlich der Körper. Ja, in diesem Sinne, hast du noch einen Vorschlag für die Zuschauer? geh weg von dem Schreibtisch, beweg sich. Und beweg dich. Ja. Immer zwischendurch mal aufstehen. Wenn du 8 Stunden Arbeit am Schreibtisch hast, dann alle 2 Stunden einmal richtig nach hinten, richtig nach vorne und die Chance ist groß, dass du dich ganz anders fühlst. Ja. Eddie und Roland sagen Ciao. Ciao. Nochmal ich ganz kurz. Hier oben findest du Rückenroutinen, die das noch ausbauen, was wir heute gezeigt haben.